Fein gearbeitetes Holz verleiht jedem Raum eine wohnliche Atmosphäre. Ein zeitloser Klassiker: Holzparkett. Ein Stückchen Wald im Wohnzimmer, das ist die Idee. Holzparkett aus heimischer Produktion. Das gibt es nicht mehr oft. Besonders beliebt ist Parkett aus Eichenholz. Die Firma Franz Parkett in Roth am See trocknet ihr Holz selbst. Die Region Hohenlohe ist reich an Wald. Der Holzbau hat hier eine lange Tradition. Und die Firma ist einer der wenigen Bodenlegerbetriebe, der sein Parkett selbst herstellt. Hier werden die Eichenbretter mehrere Jahre getrocknet, bis sie zu Parkett verarbeitet werden. Hier wird unser Holz technisch getrocknet. Das heißt, das Holz kommt aus dem Sägewerk, da ist es noch relativ frisch von der Holzfeuchte, geht dann bei uns in Außenlager, wo es luftgetrocknet wird. Und wenn es eine bestimmte Prozentzahl erreicht hat, so zwischen 15 bis 25%, kommt es in die technische Trocknung, um dann wirklich auf Raumbedingungen heruntergetrocknet zu werden. André Jauch muss regelmäßig messen, wie hoch der Feuchtigkeitswert der Hölzer ist. Es darf nicht über- oder untergetrocknet sein, sondern es muss eigentlich einen Idealwert, einen Mittelwert haben, wo wiederum dem Klima entspricht, was später auch im Haus vorhanden ist. Weil ansonsten hätten wir bei einer Untertrocknung das Problem, dass wir eine Fugenbildung bekommen würden. Wenn es zu feucht wäre, das Problem, dass das Holz auf Spannung gehen würde und somit drücken würde und da ein Schaden entstehen könnte. In der hauseigenen Parkettfabrik übernehmen die Maschinen den größten Teil der Arbeit. Denn alles andere ist unwirtschaftlich. Das echte Handwerk der Bodenleger zeigt sich später auf der Baustelle. Die Fertigung ist teils automatisiert. Hier werden die Bretter gesägt, gehobelt, verpresst, profiliert und geölt. Das Parkett, das hier durch die Maschinen läuft, ist cremeweiß geölt. Die Parkettprofis werden daraus später ein Würfelmuster legen. Ein Altbau mitten in Stuttgart. Das Besondere: die Bodenleger verlegen das neue Parkett auf einen alten Bodenbelag. Den haben sie abgeschliffen und gründlich gereinigt. Als erstes rührt Martin Leidig den Kleber an. Der ist jetzt so fertig gemischt. Hat jetzt eine offene Zeit von ca. einer Stunde, 1,5 Stunden. Drum ist es bei dem schwierig, Pausen zu machen, größere. Den Klebstoff streicht er mit kreisenden Bewegungen aus. Das macht Martin mit der Zahnspachtel. Als erstes muss er die sogenannten Entkopplungsplatten verlegen. Die erste Platte wird Vorsicht eingelegt, leicht angedrückt. Die Entkopplungsplatten entkoppeln den bestehenden Boden mechanisch vom neuen Parkett und gleichen Bewegungen des alten Bodens aus. Das ist wichtig, weil das Holz arbeitet. Zudem mindern sie den Trittschall. Dieses furchtbar quietschende Gerät ist schwer, sehr schwer sogar. Ein essentielles Werkzeug für professionelle Bodenleger. Das ist eine Andruckwalze, die hat so ca. 35 Kilo und mit der können wir mit einem gleichmäßigen Druck die Platten ins Kleberbett anpressen.
Wir können es mit der Hände einigermaßen gleichmäßigen Druck anpressen, aber er ist halt nicht identisch wie jetzt mit einer Walze mit 35 Kilo und somit können wir auch die Stöße, wenn wir drüber fahren, egalisieren. Wir machen das, wenn der Klebstoff schon beginnt anzuziehen, da wir halt das beste Klebeergebnis mit erzielen können. Wir dürfen nicht zu lang warten, weil ansonsten der Klebstoff schon abgebunden hat und somit einfach auch das Anpressen nicht mehr funktionieren würde. Umso besser der Untergrund vorbereitet ist, umso leichter fällt es uns nachher in der Verlegung. Die Entkoppelungsplatten sind vollständig verklebt. Jetzt geht es an den eigentlichen Parkettboden. Die Handwerker messen sich die Mitte des Raumes aus und ziehen 2 gerade Linien. Zwischen diesen Linien legen sie die erste Würfelbahn. Bodenleger sprechen hier vom ersten Zopf. Okay. Die Schlagschnur ist mit roter Kreide getränkt und hinterlässt nach dem Schnippen eine deutlich sichtbare Linie. Bist gespannt? Sie verkleben das Parkett fest mit dem Untergrund, damit kein Hohlraum dazwischen ist. Jeder Hohlraum verstärkt den Schall. Fest verklebt ist der Boden also deutlich leiser. Das ist jetzt ein neuer Kleber. Und hat auch wieder eine Kleberzahnung, dass sich der Boden, wenn immer noch kleine Unebenheiten sind, sich einfach schön ins Kleberbett einlegen kann. Für das Parkett benutzen sie einen Silan-Polymer-Klebstoff, lösemittelfrei. Und der zieht besonders schnell an. Und der Kleber hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde offene Zeit zum Verarbeiten. Da der Kleber sehr schnell anzieht, streichen die Bodenleger immer nur 1 bis 2 Würfelbreiten ein. So, und dann fangen wir mit dem ersten Würfel an. Um die einzelnen Bretter genau ausrichten zu können, nutzt Martin das Richtscheit. Das schiebt sich jetzt noch alles, das wird dann noch ausgerichtet. Wenn die ersten 2 sind. Die Schnur ist ja unter dem Richtscheit. Bloß ich tue mich leichter, wenn ich was zum Dagegendrücken habe. Da tue ich mich leichter, also es ist nur eine Hilfe, das Richtscheit. Zum Anlegen. Weil das Richtscheit extra eben ist und glatt. Das Anlegen ist ganz wichtig, dass man keine Fugen bekommt. Und so verlegen sie Brett für Brett. Jedes Brett hat Nut und Feder, die ineinander greifen müssen. Um die Bretter auf Stoß zu bekommen, klopft Martin mit dem Klopfholz. So lässt sich gleichmäßig Druck aufbauen, ohne dass das Parkett kaputt geht. Und zwischendurch klopft Martin mit der Hand immer wieder nach. So kann er fühlen, ob auch alles passt. So, der Wandabstand passt. Den ersten Zopf haben sie zur Hälfte verlegt und schon ist der starke Kontrast zu erkennen. In der Maserung des Holzes bricht sich das Licht. Ein optischer Effekt, den Laminat nicht hat. Ein Würfel besteht aus 6 einzelnen Brettern. Um den Würfellook zu bekommen, verlegen sie den nächsten Würfel bündig im 90-Grad-Winkel. Das Würfelmuster ist ein alter Klassiker, das derzeit seine Renaissance erlebt. Die Deckschicht des Parketts ist 4 mm dick. Für eine Renovierung kann das Parkett 1- bis 2-mal abgeschliffen werden.
Parkett erzeugt ein schönes Raumgefühl. Es macht den Raum deutlich heller. Und das ist immer wieder faszinierend, was ein bisschen Holz dann von der Oberfläche, von der Optik ausmacht, das Ganze. Es gibt der Wohnung einfach einen ganz anderen Charakter. Jetzt wird es knifflig. Türen, Wände, Rohre und Durchgänge sind immer wieder neue Herausforderungen für die Parkettleger. Hier zeigt sich die wahre Handwerkskunst. Dann gibt es noch ein neues Gerät, das nennt sich Schmiege. Das ist praktisch ein einstellbarer Winkel, wo ich habe jetzt das eine Maß hier übernommen und um die Flucht, wenn sie nicht im Winkel ist, zu übertragen, kann man hier anlegen, kann es rüber und kann dann zudrehen. Dann hat man den genauen Winkel von der Türe und den kann man dann beim Parkett übertragen. So, hier ist noch eine Ausbuchtung. Da muss das Parkett rein für die Schiebetüre. So, und dieses Teil müssen wir jetzt rausschneiden. Martin sägt die Bretter mit einer Tischkreissäge auf Maß. Wichtig ist hier, immer auf dem Bleistiftstrich sägen, niemals daneben. Und natürlich auf die Finger aufpassen. Dann passen wir das Stück ein. Noch einmal oben probieren. Schaut gut aus. Kommt das rein. So, und wir dürfen jetzt, wenn wir den neuen Boden verlegen, nirgends direkt anlegen, da sonst eine Schallbrücke entstehen würde. Wenn ich direkt an die Zarge hingehen würde, steht das Holz an, man läuft auf den Boden, der Schall geht in die Türe, von der Türe in die Wand und überträgt sich dann im ganzen Haus. Und das will man vermeiden. Schallbrücken. In dem Ausschnitt ist eine Schiebetüre. Für die Schiebetüre, die braucht ja unten eine Führung, dass sie nicht links und rechts am Rahmen ansteht. Und da gibt es die Führung aus Metall und nach unten verschraubt wird. Und die sollte natürlich nicht vor der Türe sein, sonst ist sie optisch nicht schön, der Durchgang wird kleiner. Also wenn man die Möglichkeit hat, verschraubt man das natürlich im Durchgang und die Türe kann weiter aufgemacht werden. Der Raum ist 45 Quadratmeter groß. Nun heißt es erstmal wieder Fläche legen, Kleber ausstreichen, Bretter legen. So geht es den ganzen Tag. Für diesen Raum brauchen die zwei Bodenleger insgesamt 3 Tage, denn es warten noch einige Tücken auf sie. Als nächstes warten 2 neue Hindernisse auf die Bodenleger, ein Türpfosten und ein Stahlträger. Die sind nicht zu verrücken, weil fest verankert. Deshalb müssen sie das Parkett drumherum legen. Der tragende Pfosten ist wichtig für die Statik des Hauses, macht dem Bodenleger aber mehr Arbeit. Für das Auge sieht der Träger gerade aus, ist er aber nicht. Jede Seite des Pfostens ist ganz leicht um ein paar Grad verschoben, also nicht im rechten Winkel. Der Handwerker holt sich den richtigen Winkel mit der Schmiege. Mit der Tischkreissäge kommt er hier nicht weiter.
Martin benutzt die Stichsäge, da er diesen Schnitt im Inneren des Bretts machen muss. Ich schiebe es jetzt hier praktisch nur lose rein. Und jetzt, bevor ich es zusammenschiebe, können wir hinter das machen. Martin muss um den Stahlträger herumstückeln. Er achtet darauf, dass die Maserung bündig und durchgängig verläuft, damit das optische Bild nicht zerstört wird. Die richtige Millimeterarbeit kommt jetzt. Der Längsschnitt. Jetzt braucht der Bodenleger viel Fingerspitzengefühl. Das kleine Stück Holz ist nur wenige Millimeter breit und muss geteilt werden. Das ist jetzt ein Treppenpfosten, wo wir nicht abschneiden können und auch nicht verschieben können. Jetzt ist vom Verlegen her das Muster, geht um den Pfosten rum, der ganze Stab. Dann habe ich einfach den Stab ausgeschnitten und die schmale Seite aus einem separaten Stück wieder eingepasst. Den ersten Stab, den kann man jetzt direkt einführen. Senkrecht nach unten. Ich tue es gleich mit rein, Weißleim. Stecke das drauf und dann kann ich das Ganze jetzt noch schieben. Noch ganz frisch. Das geht. Zwischen Parkett und Treppenpfosten lässt Martin 10 mm Platz. Die Dehnfuge sorgt dafür, dass keine Schallbrücke entstehen kann. Denn auch Holz auf Holz überträgt den Trittschall. Damit auch das letzte Brett bündig ist, benutzt Martin das Stemmeisen. Jetzt hämmert er Holzkeile zwischen Wand und Parkett. Die Keile sorgen dafür, dass der Boden fixiert ist, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Endlich geschafft. So, fertig. Zumindest fast, denn für die Sockelleisten braucht es die Gärungssäge. Bei den Sockelleisten ist es immer besser, statt zu messen, die Leiste wirklich hinzulegen. Weil so habe ich wirklich, wenn die Wand jetzt einen Bogen macht, eine Kontrolle, entweder mit dem Bleistift oder mit einem Stückchen Sockelleiste, um das genau zu markieren, wo ich meinen Gärungsschnitt haben möchte. Und der kommt dann an die Säge und wird gemacht. So. Das ist eine normale Gärungssäge, wo man schön einstellen kann. Die Gärung bezeichnet die Verbindung zweier länglicher Werkteile. In diesem Fall die Sockelleisten. Der Bodenleger will die Gärung unauffällig gestalten. Was bedeutet, dass er keine Lücken zwischen den beiden Leisten haben will. So, die Leiste ist jetzt nachgeschnitten. Ich habe jetzt im unteren Bereich von der Leiste was abgenommen, weil die Wand hier nach außen geht. Und bevor ich an der Wand was abnehme, tue ich mich leichter, an der Leiste was abzunehmen. Jetzt probiere ich es nochmal trocken. Jetzt sieht man an der Gärung, dass der Spalt so ist. Und das bisschen, was jetzt hinten an der Leiste weggenommen ist, sieht man ja vorne nicht, da es ja Objektsachen sind. Und
also Gärung passt, dann kann man die schon einkleben und festmachen. Es kommt ein Montagekleber. Das ist ein spezieller Kleber, wo eine hohe Anfangszugkraft hat. Dann wird die Gärung verleimigt. Das macht nicht jeder. Es ist mir einfach so ein Bonus, dass einfach die Gärung mit wasserfester Leim dann auch gut zusammenhält. Da ist eine Schnittkante. So, dann drückt man es hin, bis die Gärung passt. So, schaut gut aus. Und wieder eine Nadel zum Fixieren. So, kurze Kontrolle. Passt? Gut. Jetzt heißt es den Boden gründlich reinigen, denn im nächsten Arbeitsschritt wäre jede Staubfluse ein Ärgernis. Martin ölt die Ränder von Hand mit einem Pflegeöl. Das Öl ist eigentlich eine Mischung aus mehreren Ölen, allesamt naturbelassen und gesundheitlich unbedenklich. Der Auftrag wird mit der Maschine gemacht, aber die Maschine kommt natürlich nicht an die Sockelleiste ran. Und da sie rund ist, kommt sie auch nicht in die Ecke rein. Und darum mache ich das Pflegeöl jetzt am Anfang, dass wir nachher gleichmäßige Oberfläche haben. Mit der Poliermaschine treibt er das Öl ins Holz. Das Öl zieht erst nach rund 12 Stunden komplett ein. Erst danach kann der Raum wieder betreten werden. Wenn man Feierabend macht, man sieht, was gewachsen ist. Vorher am Anfang ist ein schmutziger Boden, ein alter Boden oder ein Estrich. Und wenn man dann geht, sieht man einfach ein Endprodukt. Und da sind natürlich Geschmäcker verschieden, aber meiner Meinung nach ist es ein richtig schönes Wohn-Esszimmer. Große Zimmer, finde ich von der Gestaltung her, wird es nachher ein richtig schöner Raum. Ein Anblick, an dem man lange Freude hat. Denn auch nach 50 Jahren kann Parkett mit ein bisschen Schliff und Öl wieder glänzen wie neu. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.